Willkommen beim Meilencoach und meinem Videoreiseblog Faszinierendes Kolumbien. Bevor ich euch nach Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Tayrona Nationalpark mitnehme, möchte ich euch kurz sagen, was ihr hier erwarten könnt. Ich richte mich an alle diejenigen, die smart und sicher dieses Land mit seiner großen Vielseitigkeit erleben wollen, komfortabel, aber dennoch preiswert in 4-Sterne-Hotels unterkommen möchten, Wert auf gutes Essen legen, auch kulturelles Interesse und Lust auf besondere Natur haben. In diesem Sinne nehme ich euch mit auf meine spannende und interessante Reise, die reich an Insider-Tipps ist, gespickt von Anregungen von Einheimischen, die ich hier kennengelernt habe und die ihr nicht in den klassischen Reiseführern finden werdet. Ich schätze für euch die Qualität der von mir besuchten Hotels, Restaurants, Bars und Cafés sowie Touren ein und sage euch, was es mich gekostet hat. Dabei bin ich objektiv und ehrlich. Ich bekomme keine Provision für meine Tipps. Und zum Thema Sicherheit, wenn ihr euch von Drogen, Prostituierten, unautorisierten Taxis fernhaltet, dann halte ich Kolumbien für ein sicheres Reiseziel. Genug der Einführung. Viel Spaß mit meinem Reiseblog und vielleicht reist auch ihr schon bald nach Kolumbien, was mich freuen würde. Also, alles Gute und los geht's! Im ersten Video zu Cartagena habe ich euch schon viele Tipps zu Hotels, Restaurants, schönen Plätzen und lohnenden Besichtigungen gegeben. In dieser Folge zeige ich euch ein besonderes Museum, noch mehr coole Restaurants und Cafés, den Spot für den besten Sonnenuntergang und hervorragendes Essen. Außerdem nehme ich euch zum Tauchen mit auf die Isla del Rosario, ein wahrer Karibiktraum. Schaut euch das an. An diesem schönen Platz Claver ist auch das Museum der modernen Künste, der Artes Modernos, und ich nehme euch. Der Eintritt ist mit 10.000 Pesos oder ungefähr 2 Euro sehr, sehr günstig, und es sind einige wichtige Künstler hier. Hier auch wieder ein Bild von Gabriel García Márquez. Hier sind vor allen Dingen lateinamerikanische Künstler. Schön präsentiert, aber keine Klimaanlage, erstaunlicherweise. Ein Saal widmet sich dem Mythos Tim und Struppi. Jetzt habe ich mir aber eine kleine Stärkung verdient. Wie jetzt ein Guanabana-Saft, schaut eher aus wie ein Shake. Eine große tropische Frucht, die ich auch in meinem Video in Bogotá zeige, aber schaut euch das mal an. Toll, schmeckt sehr lecker. So, zu meinem Fruchtshake habe ich noch so kleine Empanadas, kleine Teigtaschen bestellt. Bin gespannt, wie die schmecken. Sehr lecker, ganz heiß, ganz frisch, frittiert, mit Fleischfüllung, knusprig. Sehr lecker, auch gut gewürzt. Wirklich ein sehr nettes Lokal, wo man wirklich gut behandelt wird und zu fairen Preisen schöne Dinge zu trinken. Schöne Abendstimmung hier in Cartagena. An den Türklopfern erkennt man den Stand des Besitzers. Hier sicherlich Spanier, ein Herrenhaus mit 2 Löwenköpfen. Ein wunderschönes Licht jetzt gerade. Cooles Café, hier sogar zweistöckig. Sehr schön gemacht. Café Epoca. Im 2. Stock auch ganz toll. Coole Atmosphäre. Tolle Musik. Sehr leckerer Kaffee und auch ein gutes Croissant. Soweit der beste Kaffee, den ich hier in Kolumbien bekommen habe. Also nicht schlecht. Café Epoca in der Nähe von der Plaza Bolívar. Zeit für einen Sundowner. Ich zeige euch den besten Platz dafür. So, das ist die kolumbianische Variante vom Café del Mar, Casa del Mar, mit dem besten Ausblick auf den Sonnenuntergang. War nicht überfüllt. Ich habe mir einfach ein Bier geholt, weil ich wollte nicht in der langen Schlange stehen, und genieße mit einem Bierchen in der Hand auch den wunderbaren Sonnenuntergang. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Toller Ort, chillige Musik. Die Kolumbianer können es auch. Die Location direkt auf der Stadtmauer mit Blick auf Boca Grande
auf das Meer, den Sonnenuntergang, ist schon toll. Und dabei auch noch die historischen Kanonen. Ja, ist schon ein besonderer Ort. Das tolles Lokal auf der Stadtmauer mit Wahnsinnsblick, jetzt gerade auch zum Sonnenuntergang, herrlich. Auch der Blick auf die andere Seite ist sehr, sehr schön. Sehr stilvoll, gute Stimmung. Mal schauen, wie das Essen für ein Pisco Sour und ein Ceviche Cremoso, ein cremiges Ceviche. Ceviche, da wird der Fisch in Zitrone gegart sozusagen und ist köstlich und gerade hier in der Karibik hervorragend. Ich bin gespannt. Sehr schön dekoriert, schaut toll aus. Sowohl der Pisco Sour als auch Ceviche sind absolut perfekt. Also der Pisco Sour ist super gemixt, total ausgeglichen. Guter Mix aus Zitrus, Pisco-Alkohol, schön gekühlt, kleiner Schuss Bitter und ja, und auch der Eichen hat eine Konsistenz. Und das Ceviche ist mit das Beste, was ich je gegessen habe. Also sehr, sehr, sehr lecker, sehr zart, tolle Soße. Wow, ich bin geflasht. Also ihr müsst hier hinkommen. Das En Baluarte heißt das. Und ich schreibe es auf jeden Fall noch in meine Tipps. Und Location könnte nicht schöner sein, oder? Nach einem guten Frühstück geht's auf die Insel. Heute geht's aufs Boot zum Tauchen. Mit Diving Planet bin ich unterwegs und bin gespannt. Wir fahren zu Isla del Rosario und werden dort 2 Tauchgänge machen und das Inselleben genießen. Seid gespannt. La Isla del Rosario. So, ein schöner Blick auf Cartagena, nochmal vom Boot aus. Und jetzt haben wir noch mal einen Blick auf Boca Grande, das Cancun von Cartagena. Also die Altstadt ziehe ich schon vor. Mein Blick auf die Armada der kolumbianischen Marine. Bereit, gleich geht es los mit dem ersten Tauchgang. Wie lässt sich aushalten? So, das ist die Tauchbasis, ist an einem Hotel angeschlossen, wo man jetzt hier die Zeit verbringen kann, bis es wirklich losgeht. Tauchspot. Zwei tolle Tauchgänge,
einmal 15, einmal 21 Meter tief und haben schöne Korallen gesehen, viele bunte Fische. Nichts wirklich Großes, Spektakuläres, aber trotzdem war es eindrucksvoll und immer wieder besonders. Ja, kann man sehr empfehlen und es hat auch alles gut geklappt. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, gleich ein leckeres Essen. Ja, chillig, sehr, sehr schön hier. Und jetzt mal schauen, was wir jetzt zu essen bekommen. Es schaut ja wirklich gut aus und die frittierte Kochbanane ist wirklich sehr dekorativ. So, was ist mein Fazit von 4 Tagen Cartagena? Also Cartagena ist wirklich eine Perle, muss man wirklich sagen, eine wunderschöne Kolonialstadt, das habt ihr ja gesehen. Es ist sehr quirlig, aber es gibt durchaus schöne Oasen wie ja, dieses Hotel Alfith oder die Cafés und Restaurants, die ich euch gezeigt habe. Ich würde sogar vorschlagen, dass Cartagena durchaus noch mehr Tage verträgt, vor allem wenn man dann noch an den Strand will. Ich selber werde das in der Gegend um Santa Marta machen, beziehungsweise habe ich ja gestern einen Ausflug nach El Rosario gemacht. Auch da wäre mein Tipp, noch eine Nacht dort dran zu hängen, um die Insel wirklich zu genießen. Wir sind praktisch nur hingefahren, sind getaucht, waren ein bisschen vor Ort bei der schönen Hotelanlage und sind dann wieder gleich zurückgefahren. Das würde ich nächstes Mal anders machen, also das wäre auch mein Ratschlag. Oder falls ihr nicht tauchen geht, macht Ausflüge auf die vorgelagerten Inseln und verbringt einfach einen tollen Strandtag. Die Stadtstrände in Cartagena sind nicht so dolle und vor allem ist die Gefahr, dass man da ein bisschen belästigt wird von fliegenden Händlern, also davon wurde mir stark abgeraten. Aber die umliegenden Strände oder vor allen Dingen auf den vorgelagerten Inseln sind traumhaft schön. Man isst hier hervorragend, also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht über die Qualität der Küche. Toller Fisch, tolles Fleisch, kreative Kreation, unglaublich guter Service und Stil, also Hut ab, also das hätte ich nicht gedacht. Also Cartagena ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ein nächstes Kapitel wird sein Santa Marta und der Tayrona Nationalpark. Schaut euch das auch an, das wird bestimmt ganz, ganz toll. Und natürlich schaut euch auch das Video an über Bogotá oder meinen Flug in der First Class mit Lufthansa. Also es gibt viel zu sehen, habt Spaß und lasst euch gut coachen vom Meilencoach. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und dein Abo. Auf meinem Kanal halte ich dich über die neuesten Deals bei Miles & More auf dem Laufenden. Ich sage dir nicht nur, was es gibt, sondern schaue auch nach Verfügbarkeiten für Prämienflüge und sage dir, ob du für deine wertvollen Meilen auch einen guten Gegenwert erhältst. Ich erkläre dir auch, was du grundsätzlich über Miles & More wissen solltest, wie du am besten Meilen sammelst und was du beim Einlösen beachten solltest, auch welche Art von Prämien du unbedingt meiden solltest. Ich erkläre auf meinem Kanal auch, was dir ein Miles & More Status wie der FTL oder der Senator bringen und wie du sie erreichen kannst, was sich 2024 diesbezüglich alles geändert hat und was das für die Status-Strategie bedeutet. Auch nehme ich dich auf besondere Flüge mit und zeige dir, was dich dort erwartet, wie das Produkt und der Service sind und wie du das möglichst günstig buchen kannst, entweder mit Geld oder Meilen. Last but not least nehme ich dich auf besondere Reisen mit, zeige dir, wie man smart und bequem reist, gespickt mit vielen Insider-Tipps, sodass dein Urlaub auch etwas ganz Besonderes wird. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ganz liebe Grüße vom Meilencoach und bis zum nächsten Video.